Und deswegen, sehr geehrte Damen und Herren, weil die AfD Volkspartei ist und die einzige Volkspartei im Land ist jede Brandmauer, die Sie errichten gegen die AfD, keine Brandmauer gegen die AfD, sondern eine Brandmauer gegen das Volk. Ich weiß nicht, wie eine Partei funktionieren soll, deren Gesicht, deren Herz, deren Hirn eine Person ist, die jetzt nicht mehr im Bundestag ist. Können Sie sich vorstellen, dass Sarah Wagenknecht durch die Landkreise fährt und Kreistagsbüros aufmacht und Kreisverbände gründet? Ich kann es mir nicht vorstellen. Was die CDU angeht, die CDU ist in der Falle. Das ist in der Falle, die sie sich selbst gebaut haben. Die Tabuisierung der AfD macht sie erpressbar. Und herzlichen Glückwunsch, Herr Redmann und Herr Breetz und sehr geehrte Kollegen der CDU. Sie werden ja jetzt schon kräftig erpresst. Hey Leute, was für ein Erdbeben in der Politik. Die SPD stürzt ab, die Ampel wurde brutal abgestraft. Und die AfD, die ist die neue Volkspartei im Osten. Dr. Christoph Berndt bringt es im Landtag auf den Punkt. Die Bürger haben genug von der Ampel, genug vom politischen Wahnsinn und jetzt wird es Zeit für echte Veränderungen. Geht Brandenburg jetzt den nächsten Schritt? Kommen Neuwahlen? Schaut euch an, was Berndt dazu zu sagen hat. Das wird euch umhauen. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal und haut eure Meinung in die Kommentare. Wie seht ihr das? Zeit für Neuwahlen oder nicht? Auf geht's! Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Ja, vergangenen Sonntag hatten wir die Wahl zu einem neuen Bundestag. Und seit Montag erhalte ich jede Menge an Gratulationen, die natürlich nicht mich betreffen, wie sollten es auch, aber das Wahlergebnis der AfD. Und Gratulationen, die nicht aus dem AfD-Milieu kommen, sondern von ganz normalen Menschen beim Einkauf, am Rande der Stadtverordnetenversammlung. Ja, Sie haben einen Sinn für Humor, das ist mir doch klar. Und über E-Mail und übers Telefon. Und ich sage Ihnen mal, so sehr ich mich über diese Glückwünsche freue, so wichtig ist es mir doch auch festzuhalten, dass ich zumindest persönlich mit diesem Wahlergebnis der AfD nicht zufrieden bin, nicht zufrieden sein kann, weil wir nicht stark genug sind, die fortdauernde Herrschaft des Unrechts in der Migrationspolitik und die fortdauernde Delegitimierung des Staates und des Volkes von oben zu beenden. Und deswegen kann ich nicht zufrieden sein. Ich bin aber zuversichtlich, dass die Erschütterungen, die dieses Wahlergebnis ausgelöst hat und weiter auslösen wird, den morschen Bau der Altparteienherrschaft in der Bundesrepublik Deutschland demnächst zu Fall bringen werden. Und schauen wir uns, bevor wir über die Konsequenzen dann für Brandenburg und Deutschland nachdenken, noch mal kurz die Ergebnisse an. Sie sind es wert. Beginnen will ich mit dem Gewinner der Wahl, nicht mit dem Sieger, aber mit dem Gewinner der Wahl, und das ist die Alternative für Deutschland. Die AfD hat im Bund mehr als 10% hinzugewonnen. Sie hat im Land Brandenburg über 14% dazu gewonnen. Sie ist mit großem Abstand stärkste Kraft in Brandenburg. Sie ist mit großem Abstand stärkste Kraft überall im Osten geworden. Und wenn ich sage, mit großem Abstand, dann reden wir von 14, 15, 16, 17%. Und dann gehen wir mal zu dem großen Verlierer dieser Wahl. Und der große Verlierer dieser Wahl, das sind die Ampelparteien. Die Ampel hat etwa 40% ihrer Wählerschaft verloren, im Osten noch mehr als im Westen. Und der größte Fehler, hätte ich fast gesagt, der größte Verlierer natürlich, der größte Verlierer innerhalb der Ampel, das ist die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD. Deren Ergebnis hat sich gegenüber der letzten Bundestagswahl beinahe halbiert. Ein Gewinner dieser Bundestagswahl auf dem Papier, liebe Kollegen, auf dem Papier ein Gewinner, in Wirklichkeit aber wohl ein Verlierer, das ist das Bündnis Sarah Wagenknecht. Vor allem deswegen, weil sie im Vergleich zur Landtagswahl einfach einige Prozente verloren haben und das kostet sie den Einzug in den Bundestag. Wir werden darauf noch zu sprechen kommen. Immerhin, Herr Roth war tapfer genug, es in der Pressekonferenz als Erfolg zu verkaufen, das wollen wir anerkennen. Natürlich ist es kein Erfolg für Sie. Die Union ist auf dem Papier der Sieger,
Aber sie ist der Sieger mit dem zweitschlechtesten Ergebnis, das die Union jemals bei Bundestagswahlen bekommen hat und der mehr als 4% unter ihrem Wahlergebnis von 2017 bleibt, was auch nicht so besonders war. Das heißt, wenn heutzutage CDU und SPD über eine Regierungskoalition im Bund verhandeln, dann geht es nicht um eine große Koalition, dann geht es allenfalls um eine Geronto-Koalition. Was bedeuten also diese Wahlergebnisse jetzt für Brandenburg und für Deutschland? Der erste Punkt, ich will 5 Punkte festhalten. Der erste Punkt ist, die AfD ist Volkspartei, sehr geehrte Damen und Herren. Die AfD ist Volkspartei, Ausgrenzung und Verfassungsschutzbeobachtung verfangen einfach nicht. Es perlt von uns ab. Und vom AfD-Verbot reden inzwischen nur noch Fanatiker. Nur noch Fanatiker. Die AfD ist im Osten etabliert. Sie ist angesehen wie noch nie. Und vom AfD-Verbot kann nur noch reden, wer nicht alle Tassen im Schrank hat, gerade jetzt nach der Rede von J.D. Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Und dass die AfD Volkspartei ist, sehr geehrte Damen und Herren, das ist kein Wunder, sondern logisch, weil die AfD die einzige Partei ist, auch in diesem Haus, die einzige der etablierten Parteien in Deutschland, die sich ohne Wenn und Aber zum deutschen Volk bekennt. Für uns ist das Volk kein Konstrukt und wir verstehen uns sehr bewusst als Teil einer Generationenfolge. Und deswegen haben wir ein klares Bewusstsein für die Verantwortung, die wir haben, die wir vor allem für die haben, die nach uns kommen, für die jungen Leute. Und wir nehmen nicht hin, dass die Jugend in Deutschland sich Zuwanderern unterwerfen muss. Deutschland ist das Land, das ihnen gehört, und sie sollen auch hier eine gute Zukunft haben. Das sind wir nicht zuletzt unseren Vorfahren schuldig, die unser Land ja immer wieder aus Trümmern aufgebaut haben und uns ein funktionierendes Land übergeben haben. Und deswegen, sehr geehrte Damen und Herren, weil die AfD Volkspartei ist und die einzige Volkspartei im Land ist jede Brandmauer, die sie errichten gegen die AfD, keine Brandmauer gegen die AfD, sondern eine Brandmauer gegen das Volk. Sehr geehrte Damen und Herren, die zweite Lehre dieser Bundestagswahl, was in die Augen springt: Die AfD ist Volkspartei, CDU und SPD sind es nicht mehr. CDU und SPD sind keine Volkspartei mehr. Die SPD ist bei dieser Bundestagswahl auf 14% abgefallen. Das ist das Niveau, was sie auch zur Kommunalwahl hatten. Es zeigt sich, dass das Ergebnis der Landtagswahl im September eine Anomalie war. Der Normalzustand der SPD, die Normalgröße der SPD ist weit unter 20%. Und dieser Absturz, sehr geehrte Damen und Herren der SPD, dieser Absturz von einer Volkspartei zu einer 14%-Partei mit Tendenz weiter nach unten, der hat ganz eindeutig damit zu tun, dass sie dem Wokenwahn verfallen sind und keine Arbeiter- und Volkspartei mehr sein wollen. Und was die CDU angeht, die CDU ist in der Falle. ist in der Falle, die sie sich selbst gebaut haben. Die Tabuisierung der AfD macht sie erpressbar. Und herzlichen Glückwunsch, Herr Redmann und Herr Breetz und sehr geehrte Kollegen der CDU. Sie werden ja jetzt schon kräftig erpresst. Denken Sie nur an die Reaktion von Lars Klingbeil auf den normalsten Vorgang der Welt, dass die CDU es gefragt hat, wie eigentlich die Finanzierung der Nichtregierungsorganisationen aussieht. Der normalste Vorgang der Welt, wo jedermann sagen müsste, na klar, das legen wir transparent offen. Das empfinden Lars Klingbeil und ihre künftigen Koalitionspartner als faul und als Angriff auf die Zivilgesellschaft. Viel Spaß in der Koalition mit dieser SPD. Drittens, sehr geehrte Damen und Herren, ich sage es freundlich, weil ich Sympathie für Sie habe, aber die Zukunft, Herr Breetz, Sie kommen noch mal dran, keine Sorge. Die Zukunft des Bündnis Sarah Wagenknecht ist fraglich und das ist ein ganz relevanter Punkt für die Politik in Brandenburg, Herr Breetz, das verstehen Sie doch. Die Zukunft des BSW ist fraglich. Vieles spricht dafür, liebe Kollegen, dass Sie Ihre beste Zukunft bereits hinter sich haben. Ich weiß nicht, wie eine Partei funktionieren soll, deren Gesicht, deren Herz, deren Hirn eine Person ist, die jetzt nicht mehr im Bundestag ist. Können Sie sich vorstellen, dass Sarah Wagenknecht durch die Landkreise fährt und Kreistagsbüros aufmacht und Kreisverbände gründet? Ich kann es mir nicht vorstellen. Und ich sage Ihnen, wenn die Zukunft des BSW sehr fraglich ist und wenn wir und ich auch die Erfahrung gemacht haben, dass mit Ihnen eine Menge Kollegen in diesen Landtag gekommen sind, die ein gutes Herz haben, einen guten Verstand haben und das Beste für unser Land wollen, dann sage ich Ihnen, wenn Sie
weiter in Zukunft für unser Land etwas gestalten und erreichen wollen, dann kommen Sie zur AfD. Viertens, und das ist wahrscheinlich das Allerwichtigste und geht ja dann auch das über, was wir dann auch von der Landesregierung fordern müssen und im Bund fordern müssen. Die Ampelpolitik, sehr geehrte Damen und Herren, die Ampel und die Ampelpolitik sind dramatisch abgewählt. Die Deutschen wollen den Ampelmist nicht mehr. 2/3 der Deutschen im Bund und 3/4 in Brandenburg haben die Ampelparteien nicht mehr gewählt. Die Wähler haben die Ampel satt. Und wenn ich sage, die haben die Ampel satt, dann haben die nicht nur die Figuren satt, die oben an der Ampel stehen und die jede Autorität und jedes Ansehen verloren haben. Sie haben vor allem, die Menschen im Land haben vor allem satt die Politik, die die Ampel gemacht hat. Die Gesetze, die die Ampel gemacht hat. Und darum ist die Konsequenz, die es aus diesem Bundestagswahlergebnis zu ziehen, ist ja völlig klar. All das, was die Ampel an Unheil angerichtet hat, all die Gesetze, die die Ampel verabschiedet hat, die müssen entweder von Grund auf verändert oder glattweg gestrichen werden. Und ich nenne Ihnen einige von diesen Gesetzen. Ganz oben die Gesetze zur Migration, und deswegen wird ja Frau Cotret in Kürze den 5-Punkte-Plan einbringen, weil die Gesetze zur Migration, die die Ampel gemacht hat, eben verheerend ist. Die Ampel hat die Politik von Angela Merkel fortgesetzt, die Grenzen offen gelassen und fliegt bis heute Ortskräfte aus Afghanistan ein, die in einer Anzahl existieren, wie sie nie als Ortskräfte in Afghanistan waren. Also was geändert werden muss, ist natürlich das Staatsangehörigkeitsrecht, dass Bürger jetzt schon nach 3 Jahren eingebürgert werden können. Offensichtlich hat die Ampel den Versuch unternommen, sich ein neues Staatsvolk zu schaffen. Das muss ein Ende haben. Und das Asylrecht muss geändert werden. Ich erinnere an Heinrich August Winkler, der den vollkommen vernünftigen Vorschlag gemacht hat, dieses ganze Asylrecht zu kippen, weil die Grundlagen, mit denen es errichtet wurde, nämlich nach dem Zweiten Weltkrieg, ganz andere waren, als sie jetzt eine Rolle spielen. Mittlerweile ist das Asylrecht ja zur Eingangstür geworden für jede Art der Asyleinwanderung. So war es nicht gedacht. Es war gedacht als Schutz für politisch Verfolgte. Und Sie wissen ja, weniger als 1% derjenigen, die unter Berufung auf das Asylrecht nach Deutschland kommen, sind in der Tat politisch Verfolgte. Was geändert werden muss, sind all die Gesetze zur Transformation. All die Gesetze zur Transformation, die die SPD bis heute störrisch und wogbesessen weiterverfolgt. Das Gebäudeenergiegesetz, volkstümlich genannt der Heizungshammer, das muss komplett weg. Der Staat hat sich nicht einzumischen, wie wir heizen und ob wir es warm oder kalt haben wollen. Das geht den überhaupt nichts an. Und im Übrigen hat dieses Gesetz, was die Umweltbelange angeht, überhaupt keinen messbaren Effekt. Es dient nur der Verarmung der Bürger. Das hat ja der Ministerpräsident, ist er heute als Abgeordneter da? Nein, ist überhaupt nicht da, seinerzeit sehr kritisiert. Es muss abgeschafft werden, das Verbrennerverbot. Es muss abgeschafft werden, dieses Treibhausgasemissionshandelsgesetz, was noch einmal Benzin zum Beispiel in absehbarer Zeit irrwitzig verteuern wird. Wenn dieses Gesetz in Kraft bleibt, dann werden wir in 3 oder 4 Jahren 3 oder 4 Euro pro Liter Benzin bezahlen müssen. Wissen Sie, was das bedeutet? Das bedeutet nicht nur, dass die Privathaushalte das Auto nicht mehr benutzen können, das bedeutet eine weitere Zerstörung unserer Wirtschaft. Und ich sage es nochmal, damit sich jeder merkt. Dieses irrsinnige Gesetz haben Grüne, SPD und CDU, CSU am 31. Januar 2025 beschlossen. Unfassbar. Das Kernkraftwerk aus muss beendet werden. Wir brauchen den Wiedereinstieg in die Kernenergie. Wir müssen das Krankenhaus, wie heißt das? Diese Namen, diese orwellschen, kafkaesken Namen. Das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz. Das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz, also das Lauterbach-Gesetz, über das wir gestern gesprochen haben, das muss gestrichen werden. Herr Woidke hat, ist er da? Nein, er ist nicht da. Herr Woidke hat Frau Nonnemacher ja spektakulär aus dem Amt entfernt. Und zwar deswegen, weil sie diesem Gesetz zustimmen wollte. Wo ist jetzt die Reaktion darauf, dass das Gesetz verabschiedet ist? Was macht die Regierung dagegen? Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Sehr das gerne. war ein Ja. Bitte, Herr Abgeordneter Stohn, Mikrofon 3. Herr Dr. Berndt, wenn Sie denn jetzt mal wieder für den Wiedereinstieg der Atomkraft werben, sind Sie denn auch bereit, ein Atommüllendlager in Brandenburg zu installieren? Ja, Herr Stohn, dazu bin ich bereit, aber ich kann Ihnen eine gute Botschaft geben.
Es gibt moderne Kerntechnologien, die das, was man Restmüll nennt, was in Wirklichkeit ein wertvolles Material ist, transmutieren können und am Ende bleibt dann so gut wie nichts mehr übrig davon. Also kein Problem mit den Endlagern. Was dringend gestrichen werden muss, das ist der komplette Irrsinn und nachfolgende Generationen werden denken, wir waren in kollektiver Psychose. Das Gesetz über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag. Das ermöglicht, dass sich jeder Mann, so wie Sven Liebig gemacht hat, den ich jetzt Svenja Marla Liebig nennen muss, jeder Mann kann zum Standesamt gehen und einfach seinen Geschlechtseintrag verändern. Einfach so. Ohne Prüfung, ohne irgendwas. Sehr geehrte Damen und Herren, das ist in Gesetzesform gegossener Wahnsinn. Vollkommener Wahnsinn. Und das muss weg. Das wollen die Bürger nicht. Das können nur kranke Hirne ausbrüten. Und natürlich, um einen letzten Punkt zu nennen, der dringend geändert werden muss. Darf ich Sie noch mal fragen, ob Sie eine Zwischenfrage Ja, haben? jederzeit, sehr gerne. Bitte, Frau Abgeordnete Seiler, an Mikrofon 3. Vielen Dank, Herr Berndt, für die Zwischenfrage. Sie sind ja sehr dafür, dass der Staat nicht so rein regiert in alles Mögliche. Und an sagen Sie wiederum, keiner darf selbst entscheiden, wie er leben will. Wie bringen Sie das in Einklang miteinander? Ja, es geht einfach darum, dass wir keine willkürlichen Begrenzungen auferlegen. Aber es gibt natürliche Begrenzungen. Und das Geschlecht ist eine natürliche Begrenzung. Ich habe es mir nicht ausgesucht, mit welchem Geschlecht ich auf die Welt gekommen bin. Keiner von uns hat es sich ausgesucht. Das ist eine natürliche Gegebenheit und das ist größenwahnsinnig. Es ist größenwahnsinnig und krank zu meinen, man könne sein Geschlecht einfach durch Personeneintrag ändern. Ich will noch auf einen Punkt eingehen, den Sie haben eine Nachfrage, Sie sind nicht zufrieden mit meiner Antwort. Ja. Würden Sie die Nachfrage auch noch gestatten? Natürlich. Bitte schön, Frau Abgeordnete. Ja, vielen Dank. Kennen Sie den Ausdruck, die Freiheit des Einzelnen hört da auf, wo die Freiheit des anderen beginnt? Und wie stehen Sie dazu? Ja, ich finde das wunderbar, aber ich sage Ihnen mal, die menschliche Freiheit ist begrenzt, das liegt in unserer Natur. Also Entschuldigung, Sie können eben nicht Schritte von 5,20 Meter machen, das geht nur im Märchen, 7 Meilen Schritte. Es gibt natürliche Grenzen und die setzen unserer Freiheit ein Ende. In Gedanken können Sie Ihr Geschlecht jeden Tag einmal umändern, in Wirklichkeit eben nicht. So, letzter Punkt. Nein, jetzt ist gut, jetzt müssen wir zum Frieden in der Ukraine kommen, das ist jetzt ganz wichtig. Ja, natürlich, die Bürger wollen keinen Krieg in der Ukraine und sie wollen keine Waffenlieferung in die Ukraine. Wir wollen Frieden, wir wollen ein Ende der Sanktionspolitik und wir wollen friedliche Handelsbeziehungen zu allen Ländern, auch zu Russland. Und das muss durchgesetzt werden. Und ich sage das mit so viel Lautstärke und Gefühl, weil wir gerade erleben, wie Friedrich Merz kaum, dass die Wahllokale geschlossen wurden, Wählerbetrug betreibt. Wie er am ersten Tag nach der Wahl vom Sieg in der Ukraine spricht, wie er am ersten Tag nach der Wahl davon spricht, dass er die Grenzen nicht schließen will, nachdem er das monatelang suggeriert und gesagt hat. Und wie Friedrich Merz zusammen mit der Ampel und auch gerne mit den Linken die Schuldenbremse aufheben will, obwohl wir doch, und damals war ja Frau Lange noch Finanzministerin, und sie hat es gesagt, und sie hat vollkommen recht gehabt damit, obwohl der Staat Rekordeinnahmen hat. Deutschland hat kein Problem fehlender Steuereinnahmen. Deutschland hat ein Problem der falschen Ausgaben dieser Steuereinnahmen. Und Friedrich Merz will jetzt diesen linken Projektemachern, die unser Geld in aller Welt verschleudern, auch noch entgegenkommen, indem er die Schuldenbremse auflöst. Sehr geehrte Damen und Herren, der letzte Punkt, auf den ich kommen will, was diese Bundestagswahl für uns bedeutet, das ist natürlich die Regierung hier in Brandenburg. Es hat sich gezeigt durch dieses Wahlergebnis, ich wiederhole es nochmal, dass die 30% für die SPD vom September 24 eine Anomalie waren. Dieses Wahlergebnis kam zustande wegen der Angstmache und es kam zustande wegen der Angstmache vor der AfD und es kam zustande, weil sich Dietmar Woidke täglich und stündlich von Olaf Scholz und der Ampel losgesagt hat. Aber auch Dietmar Woidke hat seine Wähler getäuscht. Denn was hat er denn nach der Wahl getan? Er hat nichts getan. Er ist ja nicht mal jetzt hier. Er hat nicht mal eine Regierungserklärung abgegeben. Er hat vor allem nichts getan, um diesem Irrsinn der Ampelpolitik etwas entgegenzusetzen. Sehr geehrte Damen und Herren,
1/4 der Wähler in Brandenburg haben BSW und SPD gewählt. 1/4. 3/4 haben sie nicht gewählt, auch wenn es eine Bundestagswahl war. Es war Ihr Bundeskanzler von der SPD. Die SPD ist Regierungspartei. Und wenn 3/4 der Wähler Ihnen die Gefolgschaft und die Treue versagen, dann ist es ein verheerendes Ergebnis. Dann ist es eine Abwahl, wie man sie sich nicht schlimmer vorstellen kann. Die Regierung Woidke, sehr geehrte Damen und Herren, hat keine Legitimation. Und die Regierung Woidke hat auch keine Zukunft. Sie hat keine Zukunft, auch angesichts der ungewissen Zukunft des BSW. Aber angesichts eines sich jetzt schon abzeichnenden Wahlbetruges durch die CDU, angesichts der drohenden Fortdauer einer Politik, die Deutschland abschafft, braucht Brandenburg mehr denn je eine starke Interessenvertretung. Brandenburg und die Brandenburger brauchen eine starke Landesregierung. Herr Woidke ist nicht da. Herr Woidke scheint sich in Meditation und Computerschach zurückgezogen zu haben. Mit solchem Ministerpräsidenten werden wir die Probleme nicht bewältigen. Und darum ist der Appell an Dietmar Woidke und die Aufforderung, Herr Woidke, wenn Sie nicht mehr können oder wenn Sie nicht mehr wollen, dann stellen Sie die Vertrauensfrage oder treten Sie zurück, damit wir endlich eine andere Regierung hier in Brandenburg bekommen, eine Regierung, die die Brandenburger verdient haben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.